Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Ich habe für euch eine schöne Zusammenfassung erstellt, um mal übersichtlich darzustellen, was sich in den 4 bereits erschienenen Laborversionen von Fritz OS alles getan hat. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran und lasst ein Abo da, damit ihr auch die News mitbekommt. So, das sind die 4 Laborversionen, die ich hier zusammengefasst habe. Also einmal die 119.9, 120.4, 120.6 und 120.8. Und die habe ich dann alle wieder unter den Kategorien, die da üblich sind: Internet, Telefonie, System und WLAN zusammengefasst, sodass man das eigentlich in einem Dokument mal gut sieht, was alles neu ist. Und wenn da irgendein Punkt dabei ist, der bei euch gerade ein großes Problem macht, dann ist es für euch sinnvoll, die Laborversion zu installieren. Ich verlinke euch dieses Dokument auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt zu den Punkten, die mir da besonders aufgefallen sind. Also da steht dann da: Nach Werkseinstellungen, also das Zurücksetzen, war nach der Ersteinrichtung das Internet trotz aufgebauter Verbindung nicht erreichbar. Also was bedeutet das? Er hat zwar eine Connection aufgebaut, aber es hat trotzdem nichts funktioniert, du kamst trotzdem nicht ins Netz. Und das ist natürlich ein Knaller. Also da hast du schon gesagt, ich setze das Ding jetzt mal auf Werkseinstellungen zurück, in der Hoffnung, dass dann mindestens alles wieder funktioniert, und dann ist es trotzdem nicht möglich, weil die Version das gar nicht kann. Also weil die einen Bug hat, der das verhindert. Also nicht verzagen, wenn man da in diese Falle getappt ist, dann müsst ihr dann zurückrollen auf eine andere Version, wahrscheinlich auf die 7er, damit er dann wieder ins Netz kommt. So, dann eine Sache für diejenigen, die Datenvolumentarife haben. Auch sehr relevant, weil meistens ist es ja so, dass wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, dann reduzieren die entweder die Geschwindigkeit oder das kostet dann. Und da ist es dann so, dass das Datenvolumen auf der Seite Online-Monitor, Online-Zähler, Tarife nicht gespeichert werden kann. Tja, und dann kann man sein eigenes Datenvolumen gar nicht einstellen. Und wenn dann dummerweise da ein höheres eingestellt ist und man das nicht mehr ändern kann, dann kann die Box keine Chance, einen zu warnen, dass es ab jetzt kostet. Da gibt es übrigens zum Datenvolumen noch ein Problem. Und zwar unten hier. Wo war das? Hier, das ist unter System. Und da war das so, dass trotz entsprechendem Tarifeinstellungen, also wenn das da oben geklappt hat mit dem Einstellen der Tarife, blinkt die LED-Info nicht bei aufgebrauchtem Online-Volumen. Ja, Pech gehabt. Also da merkt man gar nicht, dass man bezahlen muss. Das ist natürlich auch sehr unangenehm. Solltet ihr darauf achten. Dann ist eine Sache, die kann richtig blöde Folgen haben. Und zwar, wenn man den UPnP-Filter aktiviert, dann funktioniert er einfach nicht, wenn es eine IPv6-Verbindung ist. Also das haben die so verklausuliert geschrieben. Aktivierung des Filters hat keine Auswirkungen für IPv6. Also auf Deutsch gesagt, der funktioniert nicht bei IPv6. Da tut es gar nichts, ja, der wird nicht gefiltert. Das heißt, UPnP-Pakete gehen da voll durch und werden wahrscheinlich auch Wirkung zeigen. So, dann noch was, wenn man jetzt sehr viele Fritz-Produkte hat und eine reine IPv6-Adresse hat, das kommt ja bei einigen vor, also wenn man jetzt so ganz neue, frische Provider hat, die noch nicht so lange auf dem Markt sind, die fangen jetzt teilweise an, ausschließliche IPv6-Verbindungen zu benutzen, und dann geht euer Update nicht mehr. Und zwar ist es so, dass die automatische Abfrage für neue Fritz-Versionen von den Geräten nicht mehr gemacht wird. Funktioniert nicht mehr. Da steht dann immer so unter Umständen. Ich finde solche Formulierungen so wie unter Umständen und teilweise und so, das hilft doch keinem. Also was soll dieser Einschub unter Umständen? Also das kann man eigentlich weglassen unter Umständen. Da schreibt man entweder dann und dann, unter den und den Umständen ist das so. Das heißt, die Leute, die das nicht haben, die können sich freuen. Oder man lässt es halt ganz weg, weil unter Umständen, ich kann hier überall unter Umständen drunter schreiben, ja. Ist doch irgendwie ein bisschen blöd, ne? Dann noch eine Sache, also beim Herunterladen von Faxnachrichten für alle die Faxe nicht mehr live als Papier kriegen, sondern eben Digitalfax. Das kann man dann zwar abrufen oder es versuchen, aber dann wird man automatisch von der Benutzeroberfläche abgemeldet. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Na gut. Also, eine Sache, die ist halt ärgerlich, aber ein bisschen blöd, ja. Dann noch ein UPnP-Problem, und zwar UPnP-Clients konnten im Repeater-Modus verbundene Fritzboxen nicht, da wurde das nicht durchgetunnelt, und die konnten da keine Verbindung zum UPnP-Server aufbauen. Wieder mal unter Umständen.
Tja, Leute. Also, wenn ihr nicht unter Umständen leidet, dann habt ihr keine Probleme. Ansonsten müsst ihr mal gucken, ob euch das betrifft und ob es vielleicht für euch sinnvoll ist, jetzt schon diese Laborversion zu installieren. Dann habt ihr nämlich diese Probleme, die hier alle aufgeführt sind, los. Also das ist ja das, was gelöst wurde. Solltet ihr also wissen. Alles klar, ich hoffe, das hat euch ein Stück weitergeholfen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch solche Updates gefallen. Und ansonsten macht's gut, viel Spaß im Netz, bis bald.